Willkommen zurück zu unserer Serie. Heute, im vierten und letzten Teil, werfen wir einen Blick auf das Land, das die Zukunft gestaltet. Deutschland und sein Stilis. Weltveränderndes Erbe. Länder, die Welt mit ihren Aussagen verändern. Länder, die Welt mit Technologie verändern. Und Länder, die Welt mit Soft Power verändern. Aber Deutschland ist ein Sonderfall. Verändert die Welt mit Still. Beharrlichkeit an einer Generation Fähigkeit zu lernen, als die Welt mit rasanter Geschwindigkeit ins 21. Jahrhundert eintritt. Et kommt jemand gedacht, dass ein Land, das so viel historisch Wunden getragen hat, zu einer der Säulen werden wird, die Zukunft der Menschheit prägen. Das 21. Jahrhundert ist ein seit tiefgreifender Umwälzungen in Energie, Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft. Und in jedem dieser Bereich findet man die Handschrift Deutschlands. Das Spannende daran ist, Deutschland sucht nicht aktiv die zentrale Position. Die zentrale Position findet Deutschland. Während sich die Welt schnell dreht, geht Deutschland langsam, aber sicher voran. Viele Länder setzen auf keinen schnell Durchbruch. Deutschland wollte einen anderen Weg. Fundiert Grundlagen, detailliert Tests an ihn wissenschaftlich, empirische Rangehandsweise, dieser nüchtern, wissenschaftlich und verantwortungsvoll Ansatz schafft Qualitätsstandards. Die heute in Dutzenden internationalen Bereichen gelten, schafft ein beispielhaftes industrielles Produktionssystem, in ein Berufsbildungsmal, dem viele Länder folgen. Die Philosophie der nachhaltigen Qualität hat sich längst über die Grenzen Europas hinaus verbreitet. Die ständig, methodische Verbesserung ist zu Deutschlands größtem Einflussinstrument geworden. Im Zeitalter der globalen Medien, in dem all nach Aufmerksamkeit schreien, bildet Deutschland ein bemerkenswert Ausnahme. Die Deutschen sehen sich bewusst aus dem Rampenlicht zurück und lassen ihre Arbeit für sich sprechen. Und erstaunlicherweise ist genau das, was Deutschland Respekt und Einfluss verschafft. Das wird in drei Bereichen besonders deutlich. Erstens, der Industriesektor. Wenn Deutsche Standards zu Weltstandards werden. Die deutsche Industrie schafft nicht nur Produkt. Sie definiert auch neu, was Naturticket bedeutet, ob Maschinenbau, Automatisierung oder erneuerbare Energien. Alles ist geprägt von Akribie, Standardpreisen, Präzisenberechnungen und langfristigem Denken. Geht einen Schurs unter internationalen Ingenieuren. Sie wollen Produkt, die internationalen Standards entsprechen, dann erfüllen sie zuerst deutsche Standards. Das sagt alles. Zweitens, der Bildungssektor. Wenn Wissens nationalen Motivation wird. Deutschland betrachtet Bildung nicht als Kostenfaktor, sondern als die wichtigste Investition in die Zukunft. Das seit sich im dualen Ausbildungssystem, das eng mit der Wirtschaft versahnt ist. Seit sich, in Forschungsinstitut, die Forschern aller Nationalitäten erfänstehen, und in einer Politik, die konsequent die grundlegende Forschung fördert. Dahinter steht die Philosophie, Lernen, gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen, nicht Verprüfungen. Dank dieser Prinzipien produziert Deutschland wissenschaftlich Arbeiten, die ganz Welt beeinflussen. Von der Biomedizin und den Materialwissenschaften bis hin zur Soziologie und Philosophie. Und drittens, die Diplomatie, macht aus Vorsicht, viel Analysten, bemerken. Deutschland spricht wenig, aber jedes Wort hat Gewicht. Sie gewähren ihre Meinungen nicht vorschnell. Sie handeln nicht emotional. Stattdessen analysieren sie, führen Dialog, gehen ab und handeln rational. Genau das macht Deutschland zu einem der stabilsten Vermittler der Welt. Mit einem konsistenten Politiksystem und einer vertrauenswürdigen Stimme in der Weltpolitik. Ein perfektes Beispiel für diesen Ansatz ist die Energiewende. Als erneuerbare Energien zum zentralen Thema des 21. Jahrhunderts werden, stand Deutschland in vorderster Front, nicht mit Blitzgeschwindigkeit oder großspurigen Erklärungen, sondern mit einer methodischen, wissenschaftlichen und engagierten Transformation. Deutschland hat sich zum weltweit größten Energielieber entwickelt. Higher werden Windkraftanlagen, im Grünstab, Solarenergie, neue Speichertechnologien und Intelligenzstromnetz getestet. Wissenschaftler sprechen von einer stillen Revolution, deren Einfluss jedoch global ist. Interessanterweise ist Deutschland nicht nur ein Land der Ingenieurskunst, sondern auch ein Land der Ideen. Von Stuttgart bis Berlin, von München bis Hamburg entstehen unaufdringlich Innovationszentren. Sie beherbergen Jung, Wissenschaftler, Ingenieur und Deep Tech Startups, die an den Lösungen für morgen arbeiten. Was Deutschland hier auszeichnet, ist seine Philosophie. Innovation dient nicht nur dem Wirtschaftswachstum, sondern der Verbesserung der Welt. Viele deutsche Initiativen zum Energiesparen und Recycling sind zu Vorbildern. Für Dutzend Länder geworden, nicht, weil Deutschland es macht,
sondern weil ist das so gut matcht. Dr. Vielek tiefgreifendst Einfluss Deutschlands liegt in seiner Kultur, kaum ein anders. Len hat die Reflexion über die Eigengeschichte so tief in seiner nationalen Identität verankert. Das macht Deutschland zu einem der weltweit größten Zentren geisteswissenschaftlicher Forschung, wo Diskussionen über historische Verantwortung transparent geführt werden. Daraus erwächst ein ausgeprägter Geist der Versöhnung und Toleranz. Von hier aus prägt Deutschland, global wortweit Menschenrecht, Rechtsstaatlichkeit und den Respekt vor Andersartigkeit. Dies Soft Power ist einzigartig und unbezahlbar. Deutschland tritt ins 21. Jahrhundert mit einem besonderen Erbe, einer schmerzhaften Vergangenheit, einem bewundernswerten Wiederaufbau und einer technologischen Weltklasse. Genau dies Mission prägt das deutsche Erbe für die neue Ära. Es umfasst ihn transparent, staatsfrei, ein Wirtschaftsmodell, das Markt und Wohlfahrt in Einklang bringt, und ihn tiefgreifend Philosophie der nachhaltigen Entwicklung. Die moderne Welt ist voller Umbruch. Inmitten dieser schwindlerischen Veränderungen erscheint Deutschland als ein stabler Anker, nicht weil es perfekt ist, sondern weil es Konsequenz, analytisches Denkvermögen und Verantwortungsbiss besitzt. Dies Ruf macht Deutschland zu einer verlässlichen Stimme in globalen Fragen. Wenn man das Groß betrachtet, erkennt man die Magie. Deutschland versucht nicht, die Führungsrolle zu übernehmen. Deutschland versucht einfach, seinen Beitrag zu leisten. Und genau das macht es zu einem echten Weltveränderer. Dieser Wandel instead durch nachhaltig, Production, grüner Energie, Pionierforschung an einem auergründlichen Verantwortungsbiss. Und dieser Ries, verstehen wir. Deutschlands Einfluss auf die Welt ist nicht das Ergebnis eines einzigen Moments, sondern einer langen Ries voller Weisheit, Beharrlichkeit und historischem Verständnis. Sie schreiten voran, ohne auf sich zu ärgern. Sie erzielen Wirkung, ohne sich in Schien zu setzen. Sie gestalten die Zukunft mit bleibenden Worten. Und das ist vielleicht Deutschlands Kriegensvermächtnis in die Welt. Der Beweis, dass Besonnenheit, Beharrlichkeit und Intelligenz unglaublich tiefgreifend Veränderungen bewirken kann. Vielen Dank, dass dies verteilige Serie mitverfolgt hat. Wenn you consideren Holt gefallen, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.